Ahoi ihr Aquaterrarianer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch mal, wie ich ein bioaktives tropisches Terrarium einrichte und die 5 Schritte, die es zu beachten gibt. Flip, der Kater, inspiziert hier schon mal vorab das bioaktive Nanoterrarium und auch wir schauen uns das Ganze mal etwas näher an. Als Drainage benutze ich hier Bleton, auf keinen Fall solltet ihr Ceramis verwenden. Um das überschüssige Wasser abzusaugen, habe ich eine Plastikflasche zerschnitten. Diese stelle ich direkt in den Bleton. Ich könnte diese jetzt noch mit Aquariensilikon einkleben. In dem kleinen Terrarium hier ist es aber nicht unbedingt notwendig. Die Drainage decke ich jetzt mit einem Pflanzenvlies ab. Vlies gibt es billig im Baumarkt und hindert die Pflanzen am Durchwurzeln. Staunässe gilt es zu vermeiden. Die Rück- und Seitenwände habe ich mit einem Latex-Torfgemisch verklebt und mit verschiedenen Moossorten angeimpft. Wie man so etwas selber macht, seht ihr in einem anderen Video. Einfach oben in die Infobox klicken. Auf das Pflanzenvlies verteile ich nun die Aktivkohle. Die Kohle wirkt hier wie ein Wasserfilter und bindet Schadstoffe. Zum Bodensubstrat muss man wissen, dass es im Terrarium keinen natürlichen Kreislauf wie in der Natur gibt. Schnell kann man sich Plagegeister wie Milben oder Trauermücken einfangen. Deswegen müssen wir einen sterilen Bodengrund einbringen und diesen etwas aufwerten. Wir erzeugen also unseren eigenen natürlichen Kreislauf. Bitte verwendet hier keinen Kokoshumus. Dieser ist vollkommen ungeeignet und ungenießbar für unsere Bodenpolizei. Dazu komme ich später noch. Als Trägersubstanz benutze ich hier ungedüngte Blumenerde, die frei von jeglichen Parasiten ist. Das Ganze peppe ich jetzt mit etwas Futter für die Erstzersetzer auf. In diesem Fall handelt es sich um selbst gesammeltes Totholz. Das Holz habe ich für 30 Minuten bei 200 Grad im Backofen sterilisiert. Auf gar keinen Fall sollte man Tannen- oder Kiefernholz verwenden. Diese können unverträgliche Harze oder auch ätherische Öle enthalten. Als nächstes gebe ich etwas pH-neutralen Sand als Bindemittel dazu. Verwendet hier keinen Vogelsand, was oft empfohlen wird. Der Vogelsand aus der Zooabteilung ist oft parfümiert und enthält Zusatzstoffe, die wir nicht in unserem Substrat brauchen. Ich gebe jetzt noch mehr Futter für unsere Destruenten hinzu, in dem Fall unbehandelte Buchenspäne und etwas Laub. Hauptsächlich solltet ihr Eichen- und Buchenlaub verwenden. Das Laub habe ich in der Mikrowelle behandelt, etwa 5 Minuten auf der höchsten Stufe. Eine Handvoll Sphagnummoos darf nicht fehlen. Jetzt kommt das Wichtigste, nämlich echtes Kraftfutter für unsere Isopoden. Ich benutze hier Flake Soil, welches eigentlich ein Käferlarvenfutter ist, aber halt auch wunderbar für Asseln verwendet werden kann. Man hört immer wieder, dass Terrarianer in den Wäldern unterwegs sind, um Laubwaldhumus zu sammeln und somit Kleinstbiotope zerstören. Das hochqualitative Flake Soil Substrat bietet daher einen würdigen Ersatz. Da es sich hier um ein Naturprodukt handelt, kann es vereinzelt auch zu einer Fermentation kommen. Ich übernehme natürlich keine Verantwortung, sollte es bei euch zu Hause nicht so gut funktionieren wie hier gezeigt. Ich beschreibe hier lediglich, mit welcher Substratmischung ich selber gute Erfahrungen gemacht habe. Zum Mischverhältnis lässt sich sagen, dass mindestens 50% des Substrates aus dem Flake Soil bestehen sollten. Das Ganze vermenge ich und gebe dann so viel Wasser hinzu, dass man einen Ballen formen kann, der sofort wieder zerfällt. Bei Bedarf kann natürlich nachgewässert werden. Fertig ist unser Bodensubstrat. Das Substrat streue ich auf unsere Aktivkohleschicht, gerne hinten etwas höher als im Vordergrund, und ich setze nun die Pflanzen ein. Hierbei handelt es sich um spezielle kleinbleibende Terrarienpflanzen. Da es sich um ein Tropenterrarium handelt, habe ich natürlich auch tropische Pflanzen ausgesucht. Als obere Schicht verwende ich das übrig gebliebene Laub.
Jetzt kommt der wichtigste Schritt. Um den Kreislauf anzukurbeln, bringe ich Erstzersetzer und Zweitzersetzer ein. Das bedeutet hier tropische weiße Asseln, die sich von Totholz und auch Pflanzenresten ernähren, und um die Ausscheidungen der Asseln kümmern sich die Zweitzersetzer, in diesem Fall Springschwänze. Warum auf der Verpackung hier das E fehlt, kann ich nicht wirklich sagen. Als letzten Schritt impfe ich jetzt das Terrarium mit Pilzen und Bakterien. Der Mensch hat irgendwann mal erkannt, dass Wurzeln und Pilze eine Symbiose eingehen. Pflanzen versorgen die Pilze mit energiereichen Biomolekülen, die Wurzeln der Pflanzen wiederum bekommen Meersalze und Wasser. Diesen Vorgang nennt man Mykorrhiza. Ich löse das Pulver in Wasser und sprühe damit das ganze Terrarium ein. Das bioaktive Terrarium ist fertig und ich zeige euch hier nochmal, wie simpel ich das überschüssige Wasser aus dem Terrarium hole. Um auf die gewünschte Temperatur und auch Luftfeuchtigkeit zu kommen, empfehle ich eine Heizmatte auf geringer Stufe unter dem Terrarium. Grüße gehen diesmal übrigens raus an Bin Ki in die Schwäbische Alb. Vielen Dank wie immer hier für deine tollen Kommentare. Das abgepumpte Wasser ist der ideale Biodünger für alle Pflanzen, egal ob im Zimmer oder auch im Garten. Die Rückwände wollen täglich besprüht werden und saugen das destillierte Wasser hier wie Löschpapier auf. Das war's auch schon wieder von mir. Sollte jemand Fragen haben, freue ich mich über eure Kommentare. Bleibt gesund, kickt mal wieder rein und bis zum nächsten Mal.